Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du DS-Spiele über den GBA-Slot des Nintendo DS mit Hilfe einer GBA-Mod-Flash-Karte dumpen kannst. Dazu brauchen wir erstmal den Root-Dumper. Man kann auch Rudolphs Tool nehmen, aber das ist nicht ganz so beliebt, beziehungsweise ist nicht ganz so bugfrei wie der Root-Dumper und eigentlich nur für das Backup von Speicherständen und so weiter geeignet. Dann nehmen wir hier die Slot 2 Version. Falls deine Flashkarte kein Auto-DLI-Patching unterstützt, was glaube ich bei so ziemlich allen GBA-Mod-Flashkarten der Fall ist, musst du das hier jetzt noch per DLI patchen. Dazu habe ich mir hier schon die Daten heruntergeladen. Ein entsprechendes Video dazu gibt es auch noch. Link dazu in der Beschreibung. Dann hier einfach auf Patch klicken. Schon ist das Ganze für die EZ4 gepatcht. Und damit brauche ich das auch nicht mehr. Allerdings kann die EZ4 nur Spiele oder Homebrew-Anwendungen lesen, die die Dateiendung .nds.gba oder .bin haben. Da das hier nicht der Fall ist, muss ich die noch umbenennen. Wenn das hier nicht angezeigt werden sollte bei dir, dann musst du einen Ordner öffnen. Ich kopiere das jetzt von hier rein. Dann auf Organisieren gehen, Ordner und Suchoption auswählen, Ansicht auswählen und den Haken hier rausnehmen. Dann solltest du hier auch die Endung umbenennen können. Übrigens unterstützt die EZ Flash 4, zumindest die Light Deluxe Version, die ich habe, nur, oder was das FAT-System angeht, eigentlich nur Micro-SD-Karten bis zu 1 GB Größe. Also wenn du eine 2 GB Micro-SD-Karte mit der EZ Flash 4 verwenden möchtest, könnte es sein, dass er nicht richtig speichert. Oder einfach freeze. Die Datei musst du einfach nur direkt auf die EZ4 ziehen und dann geht's gleich am DS weiter. So, jetzt brauchen wir einmal unsere GBA-Slot-Flashkarte, die auch im DS-Modus funktioniert. Gegebenenfalls ein EZ-Pass oder ein anderes Pass-Me-Device. Wenn du wenn du keinen Flash-Me oder sowas hast oder keine Slot 1 Flashkarte, um die GBA-Flashkarte im DS-Modus zu starten. Ich habe aber Flash-Me, weswegen ich das nicht brauche. Das DS-Spiel, das wir dumpen wollen und ein DS Lite oder einen fetten DS. In einen fetten DS passt meine EZ4 leider nicht rein und deswegen nehme ich die mal nicht. Dann muss das Spiel in den Slot 1. Wenn du eine GBA-Mod-Flashkarte kaufen möchtest, ist ein Link dazu auch nochmal in der Beschreibung. Außerdem ein Link, wie man Flash.me installiert, damit du nicht immer zwischen Pass.me wechseln musst. Dann starte ich die EZ4 im DS-Modus. Öffne den Root-Dumper Slot 2.bin. Delete daraufhin, dann muss ich OK drücken. Beim ersten Mal kann es gut sein, dass der failt. Dann musst du die Karte einfach nochmal rausnehmen und wieder reinstecken. Und jetzt geht das. Das dauert jetzt eine Weile und ich hau hier einen kleinen Schnitt rein. So, jetzt ist er fertig. Das hat viel kürzer gedauert, als das Ganze per Wi-Fi gedauert hätte. Man kann natürlich auch Wi-Fi mit einer Slot 1 Karte verwenden. Ein Link zu einem Tutorial dazu ist auch nochmal in der Beschreibung. Dann kann ich jetzt einfach den DS ausschalten und wieder einschalten. Die EZ4 wieder in den DS-Modus starten. Und schon sehe ich hier mein Spiel, das ich gedumpt habe. Da ist zum Beispiel das Datum drin. Und wenn ich wollte, dann könnte ich das jetzt patchen und danach spielen. Aber das mache ich dann erst nach dem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen oder so hast, kannst du immer noch mal gerne in den Kommentaren fragen. Und ansonsten bis zum nächsten Video.